15. April 2019. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, steht in Flammen. Ein nicht unerheblicher Teil des Gotteshauses wurde vollständig zerstört. Ein schwarzer Tag für die Welt. Für den Monumentalbau lediglich ein weiteres Kapitel in seiner bewegten, über 860-jährigen Geschichte, deren detaillierte Erläuterung wohl den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Mit ihrem Namen, der zu Deutsch unsere liebe Frau bedeutet, verbindet man heute vor allem eins: das 1831 erschienene Werk Der Glöckner von Notre-Dame, vom französischen Shakespeare des Romans Victor Hugo. Das Leben des deformierten Quasimodo, der von Erzdiakon Frollo aufgezogen und zur Umsetzung seiner finsteren Pläne missbraucht wird. Wie wir alle wissen, endet die unsterbliche Liebe des Glöckners zum Roma-Mädchen Esmeralda für alle Beteiligten tragisch. Reine Fiktion. So dachte man zumindest noch bis vor einigen Jahren. Eine Annahme, die sich als nicht ganz korrekt herausstellen sollte. Um einen eventuellen Bezug zu realen historischen Persönlichkeiten herstellen zu können, müssen wir in eine Epoche zurückreisen, die für die Kathedrale nicht weniger dramatisch verlief wie das Jahr 2019. Im Zeitalter der Aufklärung verschwanden zugunsten des Reformgedankens zahlreiche Buntglasfenster mit religiösen Motiven sowie ein Großteil der Heiligenstandbilder. (1793) stürmten radikale Anhänger der Französischen Revolution den Kirchenbau. Die Feierlichkeiten anlässlich des Sieges der neuen Vernunft hinterließen ein Trümmerfeld. Rund 10 Jahre später unternahm Napoleon Bonaparte erste vorsichtige Wiederbelebungsversuche. In den 1820er Jahren lag ein Schwerpunkt auf der Instandsetzung des nördlichen Querschiffes. Dem fortschreitenden Verfall konnte so zumindest partiell Einhalt geboten werden. Täglich tummelte sich ein beachtliches Heer von Künstlern und Handwerkern auf der Baustelle. Darunter teils namenhafte Steinmetze aus dem In- und Ausland. Zu ihnen gesellte sich der Brite Henry Simpson, geboren 1795, der damals noch ein Nobody war. Seinen Mangel an Bekanntheit konnten sein Fleiß, Geschick und Ehrgeiz aber vollständig wettmachen. Eine handgeschriebene, 7 Bände umfassende Autobiografie, die er mit 70 Jahren zu Papier brachte, wurde 1999 zufällig auf einem Dachboden in der südenglischen Hafenstadt Penzance wiederentdeckt. Anschließend konnte sie von der Tate Gallery, die unter anderem den jährlichen Turner-Preis verleiht, erworben werden. 2010 hatte man das Material ausreichend gesichtet, sortiert und ausgewertet. Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen des Galerieverbundes wurde folgende Passage der zeitgenössischen Erinnerungen publiziert.
Sibson erhielt um 1820 zunächst den Auftrag, die floralen Verzierungen an den Fenstern Notre Dames zu erneuern, überwarf sich jedoch schnell mit seinen Vorgesetzten, da sie ihm nicht die benötigten Werkzeuge zur Verfügung stellten. Daraufhin hielt er nach neuen Arbeitgebern Ausschau und begegnete Monsieur Trajan, mit dem er sich außerordentlich gut verstand. Über ihn gelangte der Brite schließlich in die Figurenateliers der École des Beaux-Arts, der Hochschule für Bildende Künste, im 6. Arrondissement. Damals wie heute das Wissenschafts- und Kulturzentrum der französischen Hauptstadt. Die Oberaufsicht führte dort ein gewisser Monsieur Le Bossu, was so viel wie der Bucklige bedeutet. In den Memoiren wird er als menschenscheuer Eigenbrötler beschrieben, der engere Kontakte zu seinen Mitmenschen vermied. Auch Sibson hatte nicht viel mit ihm zu tun, so dass er im Nachhinein nicht einmal dessen richtigen Namen nennen konnte. Er, wie die meisten Zeitgenossen, kannten lediglich sein Pseudonym. Der Steinmetzmeister muss allerdings einen Narren an dem jungen Ausländer gefressen haben. Als es um die Vermittlung fähiger Arbeitskräfte für einen Auftrag in Dreux ging, etwa 90 Kilometer westlich von Paris gelegen, wollte er ihn und auch Trajan unbedingt dabei haben. So verlagerte Sibson nach nur rund einem Jahr den Schwerpunkt seines Schaffens in diese Gemeinde und kehrte danach bald in seine Heimat zurück. Seine größte Anerkennung wurde ihm in den 1840er Jahren zuteil, als er am Wiederaufbau eines weiteren geschichtsträchtigen Gebäudes beteiligt war, des Schlosses von Westminster. Der vielgereiste Künstler starb schließlich 1870. So weit, so gut. Bleibt aber noch die Frage, wie Monsieur Le Bossu schlussendlich als Glöckner Eingang in die Weltliteratur gefunden hat. Das fehlende Bindeglied ist der Autor selbst. Victor Hugo lebte um 1830 in der Rue Jean Guichot Nummer 9 im 8. Arrondissement. Er sammelte schon etwa 2 Jahre lang Material für einen neuen Roman, der als zentralen Handlungsort die Kathedrale Notre Dame vorsah. Ihm lag die Sanierung des Gotteshauses ebenfalls sehr am Herzen, lehnte aber den eingeschlagenen klassizistischen Kurs ab und sprach sich für eine Instandsetzung nach dem Vorbild der Gotik aus, die er als einen Eckpfeiler der Landeskultur bezeichnete. Er stattete den Steinmetzen zahlreiche Besucher ab und machte sich dabei wohl auch mit Monsieur Trajan bekannt, der inzwischen wieder in Paris tätig war. Dessen Existenz lässt sich heute zweifelsfrei belegen. Noch 1833 tauchte sein Name im Almanach de France auf. Und sicher nutzte er die Gelegenheit, Hugo von seinem besonderen Vorarbeiter zu erzählen. Vielleicht hat der Literat diesen dann später persönlich getroffen und nahm Le Bossu schließlich als Vorbild für die Figur des isolierten Sonderlings Quasimodo. Möglicherweise lernten sich Trajan und der Schriftsteller sogar schon in Dreux kennen. Denn im gleichen Zeitraum, in dem er und Sibson ihren Auftrag erfüllten, weilte auch Victor Hugo in der Stadt und gestand seiner zukünftigen Frau Adele seine Liebe. Nach dem Erscheinen des Glöckners von Notre Dame 1831 und dessen großen Erfolg rückte der Monumentalbau auf breiter gesellschaftlicher Ebene in den Mittelpunkt. Wenig verwunderlich,
gelten doch nicht Quasimodo oder Esmeralda als eigentliche Hauptcharaktere der Handlung. Es ist das Gebäude selbst, das von der ersten bis zur letzten Seite nahezu durchgängig präsent ist und dessen spätmittelalterliche Schönheit von Hugo ausgiebig beschrieben wurde. Nebenbei bemerkt, ist in diesem Punkt auch an Simpson ein Autor verloren gegangen. Seine Biografie malt die Kathedrale ebenfalls detailliert, in den glühendsten Farben. Anstelle der fortwährenden Flickschusterei beschloss man 1844 umfangreichere Arbeiten vorzunehmen. Ein Interessenkreis um Hugo und den Architekten Viollet-le-Duc konnte sogar seine Vorstellung einer Restaurierung im gotischen Stil durchsetzen, die Mitte der 1860er Jahre abgeschlossen wurde. Zweifellos ein ebenso feierliches Ereignis wie die Zeremonie zur Wiedereröffnung nach Beseitigung der Brandschäden im Dezember 2024. Ob man jemals die wahre Identität des Steinmetzes Le Bossu herausfinden wird? Nun, das wird maßgeblich davon abhängen, ob sich zukünftig noch weitere Anhaltspunkte in historischen Dokumenten finden lassen. Bis dahin bleibt der erfreuliche Gedanke, dass es zu allen Zeiten Menschen gab, die sich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes eingesetzt haben.